Es ist eine jahrhundertealte Tradition, ein Handwerk der Extraklasse. Schiefersteine freihand zu behauen, das gilt als die Königsdisziplin unter den Dachdeckern. Er sagt, er hat das Schiefergehen. Manfred Rosenkrantz, Dachdeckermeister aus dem Westerwald. Hier habe ich jetzt einen rheinischen Schieferhammer rechts, das ist ein kleiner. Der ist eigentlich für Ornamente gedacht. Weil wir hier jetzt ein bisschen uns hier austoben, nehmen wir das Teil. Dann haben wir hier die Schieferhaubrücke gebogen. Ja, und der ganze Witz dabei ist, handelt sich hier um einen Schereffekt. Ich zeige Ihnen das jetzt gerade mal. Sie sehen hier, ja, und jetzt nehme ich den Stein. Das war eben halt ein Bruchstück und jetzt mache ich da noch einen Stein draus. Klangprobe. Klangprobe, der ist gesund. Daaden im Westerwald. Mittendrin ein stattliches Haus, uralt. Es steht unter Denkmalschutz und bekommt ein neues Schieferdach. Die alten Schiefersteine haben sie bereits entfernt. Samuel Rosenkrantz bringt die Deckunterlage an, Nut- und Federbretter. Die neuen Bretter tackert er auf die alten. Die alte Schalung, die jetzt noch vorhanden ist, wäre einfach zu dünn, statisch gesehen, um da einwandfrei eine Schieferdeckung drauf zu bekommen. Samuel ist bei seinem Vater in die Lehre gegangen. Auch er ist Dachdeckermeister. Dann sieht man, hier sind noch mal zusätzlich gerillt, hier am unteren Bereich vom Schaft. Das heißt, ich bekomme die auch mit dem Hammer oder Nageleisen noch ganz schwer wieder raus. Weil sie sollen halt wirklich drin bleiben und dem Brett Stabilität geben. Deswegen 80er Nägel, genau, also 80 mm lang. Seit fast 40 Jahren steigt Vater Manfred Rosenkrantz auf Dächer. Jetzt hier, der Regen hat aufgehört, nehme ich hier die ärmellose Weste. Ich bin ja auch schon ein älteres Modell, liebe dann den Rückenschutz. Ja, ich bin jetzt Rechtshänder, das heißt also, Hammer ist in der rechten Hand. Die Nägel sind hier in der linken. Dann können wir hier noch mal Werkzeug einführen. Oben hat Samuel Rosenkrantz die hölzerne Deckunterlage bereits vollständig aufgebracht. Jetzt kommt eine Folie auf Schalbretter. Ich brauche eine atmungsaktive Vordeckbahn, um halt zu gewährleisten, dass ich innen drin kein Kondensatproblem habe. Ich sage jetzt mal Schimmelbildung und so weiter. Und das gewährleistet mir halt diese moderne Unterdeckbahn, halt wie so eine Jacke mit einem Membran drin. Der Dachstuhl. Manfred Rosenkrantz wirft ein genaues Auge darauf. Das Gebälk ist schließlich hoch betagt. Zwischen den alten Schalbrettern sind Spalten entstanden. Wir gehen hier davon aus, dass wir hier 300 Jahre alten Dachstuhl haben. Der ist mit der Zeit gegangen und der Druck von außen, die Schneelasten, haben natürlich den Dachstuhl leicht gebogen. Wie man hier sieht, wenn man hier eine Waage dran halten, mit einer Richtlatte, wird man entdecken, oh, das ist ja leicht gebogen, ist ja rund. Dennoch ist die Statik gegeben. Wirklich? Vertrauenerweckend sehen die Balken auf den ersten Blick nicht aus. Das sieht natürlich schlimm aus auf den ersten Moment, aber in der Tat ist dieser Eichesparren gesund. Diese Spuren hier sind in der Tat von Wurm, der war aber lebendig unter der ehemaligen Rinde. Als dann die Rinde abgefallen ist,
sieht man hier, das Holz ist absolut in Ordnung. Wenn man hier eine Probe nimmt, kein Wurm, nichts faul, statisch in Ordnung. Draußen hat Samuel Rosenkrantz mit der sogenannten altdeutschen Deckung begonnen. Sie gilt als die Königin unter den Schieferdeckarten. Sie bestimmt in der Region das Bild vieler historischer Dorf- und Stadtkerne. Und sie sorgt für ein besonders edles Gesamtbild, anspruchsvoll für den Dachdecker. Die einzelnen Gebinde nennt man das. Das sind die einzelnen Schieferreihen. Die müssen eine gewisse Neigung haben. Neigung heißt, in welcher Steigung ist die Decke. Das heißt, die laufen alle schräg nach oben. Das ist wiederum abhängig von der Dachneigung. Je steiler das Dach, desto flacher die Gebindesteigung. Die Gebindesteigung ist vorgeschrieben, weil sie die höchste Regensicherheit gewährleistet. Der Spruch, das kannst du machen wie ein Dachdecker, über den können die Männer nur lächeln. Hier ist alles reglementiert. Hier haben wir jetzt die Dachkante. Eine gerade Dachkante nennt man immer einen Ortgang. So, und im Ortgang habe ich halt auch immer spezielle Steine. In dem Fall hier haben wir jetzt einen Doppelendort. Das heißt, jedes Schiefergebinde bekommt 2 Endortsteine. Dankeschön. Hier das ist der Fußanfangsstein, da haben wir hier einen Fußstein, hier haben wir einen Gebindestein. So, oben im First hätten wir dann einen Firststein. Also hat jeder Dachbereich, jeder Stein hat seine Bezeichnung. Außer der anspruchsvollen Deckart hält das Dach noch weitere Herausforderungen bereit. Eine davon, die Gauben. Zunächst muss auch hier eine Schalung aus Holz angebracht werden. Die nächste Herausforderung, der Dachüberstand am Giebel soll größer werden. Der Bauherr hat sich noch mehr Dachüberstand gewünscht, um einfach dem Haus noch ein bisschen mehr Schutz zu geben vor der Witterung. Dementsprechend haben wir jetzt auch die neue Schalung was überstehen lassen. Ja, und das Ganze muss dann auch vor der Schiefereindeckung natürlich auch noch mit Blech optisch auch ansprechend eingefasst werden, und das wäre dann der nächste Schritt. Für diesen nächsten Schritt muss Samuel nach Hause gehen in die Werkstatt des Betriebes nach Mauden. Hier schneidet er die Alubleche, die an den Dachüberständen angebracht werden. Danach werden die Bleche gebogen. Sie haben eine besondere Beschichtung. Der Bauherr möchte halt gern, dass er nicht mehr streichen muss, und dann ist so ein beschichtetes Aluminiumblech halt ideal, weil die Farbe blättert halt nicht ab, die bleibt eigentlich immer haften, von daher muss er auch nie mehr nachstreichen, und dann ist das was für die Ewigkeit, hätte ich jetzt fast gesagt, ja. Manfred Rosenkrantz ist seit 1978 Meister. 7 Jahre später machte er sich selbstständig und gründete seinen Betrieb. Er beschäftigt heute 3 Gesellen und einen Auszubildenden. Er ist stolz auf seinen Beruf. Dachdecker, die Schiefer decken, heißen in der Branche Schieferdecker, so etwas wie der Ritterschlag. Nicht nur das Dach des Hauses ist mit Schiefer eingedeckt, die Wände sind es auch. Das ist halt so ein bisschen, ja, so eine Musterdeckung. Da ist halt viel Leben drin. Ich habe halt viele unterschiedliche Formate halt in der Wand verpackt. Aber auch immer schön das Ganze eingeteilt, jeweils auf die Fensterhöhen oder auf die Zwischenflächen. Das heißt, das ist nicht einfach nur wild irgendwie dahin gemacht, sondern auch in diesem Muster hier steckt dann auch ein gewisses System dahinter. Dahden ist ein klassisches Schieferstädtchen. Fast alle Dächer sind schwarz. Das liegt vor allem daran, dass im nahen Siegerland früher Schiefergruben lagen. Der Westerwald gehört zum Rheinischen Schiefergebirge. Die Transportwege waren kurz, aber trotzdem sind nicht alle Dächer mit echtem Schiefer eingedeckt. Man hat nach dem Krieg, und man brauchte im Aufbau ein Ersatzprodukt, was schnell lieferbar war.
wo man auch schneller wieder ein Dach zukriegte, wie man so sagte. Und dann hat man natürlich den sogenannten Eternit, Asbestzement-Dachplatten gehabt. Und wenn wir da hingucken, dann sieht das, wenn man nicht genau guckt, erstmal aus wie, ach, das sieht ja aus wie Schiefer, ist aber kein Schiefer. Moosbildung, ganz starke Moosbildung und dann Dachnordseiten. Und wenn man dann guckt, die Fassade mit Originalschiefer, man sieht den Unterschied. Das ist naja und das ist gut. Um die Gaube fachgerecht zu decken, müssen die Bretter der Schalung mindestens 24 mm stark sein, damit sie später beim Nageln nicht federn. Hier wird der Juniorchef bald Hand anlegen. Im Moment ist er bei einer relativ einfachen Arbeit. Er nagelt einen Stein nach dem anderen auf die Unterdeckung. Das ist eine Schieferschuppe. Da haben wir hier den Schieferkopf, den Schieferfuß. Dann haben wir hier den Brustbereich. Hier, das ist der Schieferrücken. Und hier am Fuß haben wir dann noch die Fußspitze und die Fußferse. 5 mm ist so ein Stein stark. Ihn frei Hand zu behauen, das ist was für Könner. Das Handwerk ist zwar alt, allerdings nicht so alt wie der Schiefer selbst. An der Mosel entstand er vor 400 Millionen Jahren, als weite Teile des Kontinents noch ein Meer waren. Das Wasser verdichtete Tonschlamm zu Tonstein, die Grundsubstanz des Schiefers. Schon die Römer spalteten den Stein und legten ihn als Schutz vor Wind und Wetter auf ihre Häuser. Dieser Stein heißt Anfangsort, ein Bestandteil der altdeutschen Deckung. Wenn wir eben halt logischerweise dann altdeutsche Steine verwenden, haben wir die altdeutsche Deckung. Dort hat man früher vielleicht gar nicht so, ich sag mal vor 100 Jahren, da ist ein Schieferdach. Schluss. Ja, große Steine, kleine Steine, rechts, links, das war klar. Aber wir wissen wirklich nicht, wie alt dieses Decksystem ist. Und es ist einmalig in Europa. Die Franzosen haben das nicht, die Engländer nicht, unsere Nachbarn alle nicht, nur wir. Normale Steine müssen mit mindestens 3 Nägeln befestigt werden. Bei einem großen Stein wie dem Anfangsort braucht der Dachdecker deutlich mehr. Sie sehen hier, wenn wir den Anfangsort so nehmen und nicht mit der Gebindelinie legen, dass wir hier die Wasserführung weg von der Dachkante holen, hier schon mehr auf die Dachmitte hin, anstatt zur Dachkante. Ja, Sie sehen das hier, der Wassertropfen, der jetzt kommt, der wird hier geführt und tropft hier am Tiefpunkt ab. Wird hier übernommen von dem Deckstein und tropft hier an der Ferse ab, geht hier weiter und Sie sehen, wie der Tropfen immer weiter weg von der Dachkante nach der Dachmitte hingeführt wird. Wir zwingen also das Wasser von der Dachkante weg zur Dachmitte. Ganz wichtiger Effekt hier bei dieser Eindeckungsart. Das Dach wird von unten nach oben gedeckt. Das heißt, die Dachdecker steigen mit dem Baufortschritt immer weiter in Richtung Dachfirst. Dafür haben sie Hilfsmittel. Manfred Rosenkranz baut ein Podest, damit er seine Arbeit im Mittelteil des Daches fortsetzen kann. Die Leitern der Dachdecker haben eine Welle in den Sprossen, damit die Handwerker auf den steilen Dächern besser laufen können. Am First befestigt er die Halteseile an Haken. Es ist nicht nur anspruchsvoll, ein Schieferdach zu decken, es ist auch gefährlich, sich hier fortzubewegen. Das Dach dieses Hauses ist relativ groß. Eine Fläche von 230 Quadratmetern müssen Manfred Rosenkranz und seine Männer eindecken. Arbeiten zwischen Himmel und Erde. So, perfekt. Die Steigung der Gebindereihen zeichnen Vater und Sohn gemeinsam an. Die beiden sind längst ein Team auf Augenhöhe. Das war nicht immer so. Vor 17 Jahren hat Manfred seinen Sohn ausgebildet.
Und er hat es überlebt. Das ist unüblich, dass man das macht, aber wir hatten zur gleichen Zeit dann noch jemanden in der Ausbildung. So entschärfte sich die Ausbildungsfront. Es war sein Wille, sein Wunsch, Dachdecker zu werden. Er hatte andere Möglichkeiten. Ich war natürlich sehr froh und glücklich, dass er so gekommen ist. Und meine Frau zum Beispiel hatte ein ganz anderes Programm für ihren Sohn. Doch der machte 2006 auch seinen Meister, wie der Vater fast 30 Jahre zuvor. Seitdem hämmern und hauen Rosenkranz und Rosenkranz im Gleichtakt auf den Dächern im Westerwald. Als Naturprodukt besteht Schiefer aus ökologisch unbedenklichen Inhaltsstoffen. Er wird nur ein einziges Mal bearbeitet und auch dafür ist nur wenig Energie erforderlich. Bindemittel und Brennvorgänge bei der Produktion entfallen ganz. Außerdem benötigt der Naturstein keine besondere Pflege. Seit gut 2 Wochen sind die Handwerker nun schon auf dem Dach. Samuel Rosenkranz wird heute die Gaube eindecken. Ist sicherlich so, das hier ist schon sehr hoher Schwierigkeitsgrad aufgrund halt der Größe der Gaube, weil sie hier einfach sehr, sehr klein ist. Das heißt, ich habe alle möglichen Details kompakt auf, ja, man kann sagen, 1 Quadratmeter. In der Dachdeckerausbildung würde eine solche Gaube den krönenden Abschluss bilden. Sie wäre das Meisterstück. Der Juniorchef muss sich sogenannte Kehlsteine zurechthauen. Sie sind deutlich schmaler als die normalen Decksteine. Wir haben jetzt hier wieder den Übergang hier in der Deckebinde. Das nennt man in dem Fall ist das ein Schwärmer. Das heißt, auch hier habe ich wieder für jeden Stein ein extra Wort, eine extra Bezeichnung. Das ist auch gut so, dass der Facharbeiter halt weiß in dem Moment, worum es geht. Nicht jeder Dachdecker kann eine solche Arbeit verrichten. Das Schieferdecken ist zwar Bestandteil der Ausbildung, aber es gibt viele Betriebe, die nie oder kaum mit Schiefer decken. Und was man im Beruf nicht anwenden muss, verlernt man schnell. Dann ist so eine Gaube ja, eine Dreiviertel-Tagesleistung, würde ich mal sagen. Also wenn man es beherrscht. Dieses Dach wird von links nach rechts gedeckt. Die Deckrichtung richtet sich danach, woher das Wetter meistens kommt. Ich habe hier einen Übergang von dem Kehlgebinde in das Deckgebinde. Das nennt man dann eingebunden mit einem zwanglosen Übergang. Wenn ich jetzt halt eine andere Deckrichtung hätte in der Fläche, wir haben jetzt hier eine Rechtsdeckung, wenn ich hier eine Linksdeckung hätte, wäre es halt genau andersrum. Dann würde ich hier auf der Seite mit einem Schwärmer arbeiten und auf der Seite würden halt die Kehlsteine wieder in die Deckgebinde reinlaufen. Die eine Seite des Daches ist bereits zur Hälfte eingedeckt. Die andere hat bis jetzt noch keinen Stein gesehen. Auf der Rückseite des Hauses kommt nämlich eine ganz andere Deckungsart zum Einsatz. Es ist die sogenannte deutsche Deckung. Das ist ungewöhnlich. Manfred Rosenkranz arbeitet hier mit Steinen, die sich von denen auf der anderen Dachseite unterscheiden. Ich nehme mal hier die Steine zur Hand. Wir haben hier jetzt ein 30 x 30 mit Bogen und ist natürlich durch die Größe gegenüber diesem hier leicht schneller, weil wir decken hier mehr schneller. Und hier hat sich der Bauherr so entschieden, weil diese Seite wird so nicht in den Blick genommen
von dem Betrachter. Die Vorderseite ist natürlich im Dauerblick, da spielt sich alles ab. Dahinter ist dann eher die Hinterhofsituation. Und dann kann man da verstehen, wenn man sagt, ja, ich will Schiefer, aber es muss da nicht die teurere Version sein auf dieser Seite. Und ich sage das auch, das ungeübte Auge sieht es fast nicht. Der Preisunterschied beträgt etwa 30 € pro Quadratmeter. Der typisch klassische altdeutsche Schieferdach. Ja? Ja? Der Bauherr Herbert Roth. Früher stand, weil wir sind in der Schieferregion. Das Einzige, was jetzt neu dazugekommen ist, der Schneefang. Das ist auch Vorschrift, weil hier haben wir Publikumsverkehr. Stellt sich vor, hier läuft jemand rum und eine Ladung Schnee fällt runter. Das wäre nicht so toll. Aber der Charakter ist wieder wie früher und ist gehalten. Der Stil ist nicht gebrochen. Du kriegst ein super Schieferdach. Es gab verschiedene Vorschläge, unter anderem auch Blechdach, was ich direkt abgelehnt habe. War auch nicht von ihm der Vorschlag. Und weil dieses Dach halt, die Schieferdeckung zu dem Haus passt. Und sie passt in den Ort. Die wechselhafte Witterung dieses Sommers macht den Dachdeckern das Leben nicht leichter. Von einem bisschen Regen lassen sie sich zwar nicht von der Arbeit abhalten, aber gutes Wetter täte ihrer Gesundheit und ihrem Handwerk besser. Gerade hier auf dem Stein kann ich mir immer schön anzeichnen, wo ich ihn abschlagen will. Das sehe ich beim Regen halt immer sehr, sehr undeutlich. Da muss ich ihn immer genau irgendwie im Licht halten, dass ich halt den Strich noch erkennen kann. Das ist, wenn er trocken ist, schon wesentlich einfacher. Hier oben sind die Dachdecker Wind und Wetter ganz besonders ausgesetzt. Ihr ganzes Berufsleben lang. Wenn man halt mit 15 oder so Ausbildung angefangen hat und man hat dann bis 60 quasi jeden Tag draußen gearbeitet, dann kann man sich auch mal überlegen, ob das nicht doch einfach reicht. Es ist kein Pappenstiel, nach 40 Berufsjahren und mit Steinen in der Hand ein steiles Dach hochzuklettern. Manfred Rosenkrantz arbeitet mittlerweile fast auf Firsthöhe. Da oben muss er aufpassen. Der Arbeitsunfall ist nur eine kleine Unachtsamkeit entfernt. Meistens ist der Auslöser Leichtsinn. Ich bin auf das Dach rauf und es war noch gefroren. Das hätte ich nicht tun sollen. Nicht gut. Ich bin nicht sanft gelandet, aber ich hatte einen halben Tag Arbeit, mich wieder zu finden. Die Knochen waren heil, es gab Schrammen und das war's dann. Das hilft dann für die nächsten 10 Jahre, wieder besser aufzupassen. Sein Sohn ist mit der Gaube fast fertig. Unterstützt vom Auszubildenden. Auch die kleine Gaube hat einen First. Der Schlagregen kommt dann von der Seite und die überstehende Seite überdeckt die unterdeckende Seite. In dem Moment ist der First, funktioniert der First. Also hat jetzt jahrhundertelang funktioniert und es reicht aus. Mehr als das. Die Gaube ist schön geworden. Die Schiefersteine auf einem solchen Dach sind nicht alle gleich groß. Jetzt haben wir hier 24, 25, 26. Manfred Rosenkrantz sortiert in seiner Lagerhalle die Steine nach ihrer Größe. Das macht er nicht zum Spaß. Ein Charaktermerkmal der altdeutschen Schieferdeckung ist eben halt, dass wir unten im Traufbereich
hohe Steine haben, die größeren Steine. Und dann verjüngt sich das nach oben zur First hin und so kommen dann die kleineren Steine oben zur Verwendung. Das optimiert den Wasserablauf. Der Dachdeckermeister verwendet bei dem Objekt in Daaden Schiefer aus Spanien. Gegenüber dem Moselschiefer hat der einen großen Vorteil. Der deutsche Schiefer wird unter Tage abgebaut, in Spanien über Tage. Selbst die Transportkosten sind nicht so hoch, dass wir hier an den Preis von dem deutschen, also dem Untertageschiefer kommen. Den hat er aber bei seinem eigenen Haus verwendet. Im Büro arbeitet Heidi Rosenkranz. Sie macht die Buchhaltung und schaut in den Wetterbericht. Das ist ja für unsere Männer sehr wichtig. Kann man ein Dach aufdecken, kann man die Reparatur durchführen, macht das Wetter mit. Also da werde ich ganz oft gefragt, guck mal gerade, wie das Wetter wird heute. Die Häuser der Familie Rosenkranz. Eine Leistungsschau in Sachen Schieferdeckung. Auch die altdeutsche Deckung gibt es hier. Hier haben wir einmal ein altdeutsches Schieferdach. Wir haben hier ganz unten ein Traufgebinde. Hier ist der Schneefang integriert. Dann haben wir hier den Schieferfuß eingebunden mit einem Gebindestein. Und dann haben wir hier die Deckgebinde mit Gebindesteigung. Dann haben wir hier einen Anfangort. Hier zum Beispiel mit Stichstein, Zwischenstein, großer Anfangort, rund gehalten. Und dann haben wir hier dieses Charakteristikum, dass eben halt hier unten große Steine zum Einsatz kommen, nach oben verjüngen die sich zum First hin. Zurück in Daaden auf der Baustelle. Bei strahlendem Sonnenschein können die Dachdecker jetzt Meter machen, also ein gutes Stück vorankommen. Obwohl hier in der Nachbarschaft fast alle Häuser Schieferdächer haben, ist der Schiefer auf ganz Deutschland bezogen ein Nischenprodukt geblieben. Das liegt vor allem am Preis. Das Muster der altdeutschen Deckung ist mittlerweile gut auf dem Dach des Wohn- und Geschäftshauses erkennbar. So, es hat natürlich wieder mal geregnet. Und jetzt nehmen wir das Wasser und machen wir einen Test. Und dann sieht man hier, das läuft hier hin. Sehen Sie hier? Hier tropft ein bisschen ab, aber hier wird weiter hier geführt. Da und hier nochmal. Ja. Der Wind bläst so und das Wasser zwingen wir so zu laufen. Das heißt also gegen den Winddruck. Ja, da das schön über die Dachmitte nach unten geführt wird und beim Laufen wird er dann automatisch gebremst, weil das sich immer wieder bewegen muss und wird hier über den Rückenbruch geführt. So ist das. Samuel holt seine Arbeitsplattform wieder ein Stück nach oben. Die Haken, an denen er sie befestigt, sind nicht nur während der Bauphase hier. Dass wir jede Stelle des Daches erreichen können, brauchen wir die Haken. Man kann also nicht mit irgendwelchen Saugnäpfen oder Siemens Lufthaken irgendwie über das Dach oder fliegen, geht nicht. Wir brauchen die Haken. Man sieht, dass hier die Gerüste hängen da drin, die Leitern hängen da drin. Und sollte jetzt mal so sein, dass hier ein Schiefer kaputt ist durch irgendwelche Umstände, können wir diesen Punkt erreichen, weil wir die Haken haben. Wieder zeichnen sie an, in welchem Grad die Gebindesteine steigen. Das machen die Dachdecker nicht nach Gutdünken. Es gibt eine Formel zur Berechnung der Steigung, die die Dachneigung mit einbezieht.
Dennoch gibt es manchmal Bauherren, die wünschen, dass die Schiefersteine ohne Steigung verlaufen, weil es ihnen besser gefällt. Der Dachdecker übernimmt in diesen Fällen keine Gewährleistung in Bezug auf die Regensicherheit, denn eine waagerechte Verlegung der Schiefersteine entspricht nicht den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. Während Samuel Rosenkranz in Daaden weiter hämmert, ist sein Vater ins Nachbardorf Friedewald gefahren. Dort hat er vor ein paar Tagen die Arbeiten an einem anderen Dach beendet. Die Abnahme mit dem Bauherrn steht an. Moin, Herr Hölzemann. Morgen, Herr Rosenkranz. Alles klar? Bestens. Ich bin hier unterwegs mit meinem Hubstapler. Wir können, auch wenn Sie wollen, mal gerade hochfahren. Ab geht's nach oben. So haben Handwerker und Bauherr den besten Blick aufs Schieferdach. Also in der Tat, wie frisch gewaschen und gekämmt, ne? Nach dem Regen. Wir gucken gerade in die Richtung, da sieht man hier die Kehlen, ausgehend gedeckt, die Hauptkehle eingebunden, Ja. die Gaupenfronten so gestaltet, wie Sie das haben wollten. Kann man auch hier sehen, da der Kamin. Dann oben die Dachhaken, wunschgemäß nicht auf Blechunterlage, sondern auf den Rastnagel, traditionell, wie Sie das haben wollten. Ja, und ich denke, das Gesamtbild ist in Ordnung. Ja, Nehmen wir so ab. gut, in Ordnung. Dann fahre ich wieder runter. Sie haben eben schon das Dach für gut befunden, also ich nehme an, keine Mängel. Dann können wir das abzeichnen. Zurück in Daaden. Dieses Dach wird den Bauherrn am Ende gut 30.000 € kosten. Das sind über 100 € pro Quadratmeter. Das günstigste Material zum Dachdecken sind Betonziegel. Sie sind schon für unter 20 € pro Quadratmeter zu haben. Gängige Tonziegel liegen zwischen 25 und 50 € pro Quadratmeter. Nur redgedeckte Dächer sind noch teurer als Schiefer. Ein Dachstuhl aus Holz, nur für Gebäudehöhen bis 22 Meter erlaubt. Aus Brandschutzgründen müssen höhere Häuser eine andere Deckunterlage haben. Bei Schieferdächern nehmen die Handwerker meistens Aluminium. Die Schiefersteine werden dann nicht genagelt, sondern verschraubt. Auf der Baustelle brennt die Sonne. Der Mann mit der großen Trittsicherheit arbeitet sich Richtung First weiter. In Deutschland gibt es über 50.000 Dachdecker. Nur etwa 2.000 von ihnen können mit Schiefer decken. Der tarifliche Mindestlohn des Handwerks beträgt 12,25 €. Die Schieferdecker verdienen aber deutlich besser. Sie beherrschen schließlich die Königsdisziplin des Handwerks. Es gibt sogar ein Bundesbildungszentrum des deutschen Dachdeckerhandwerks in Mayen. Dort werden Schulungen in Sachen Schieferdeckung angeboten. Die Männer auf diesem Dach haben das aber eher weniger nötig. Es ist ihr Alltag. Meister Rosenkranz ist oben angekommen. Er arbeitet schon an den Firststeinen. Die auf der anderen Seite müssen noch aufholen. Der Mann mit dem Schiefergehen mag seine Arbeit, obwohl er seit 40 Jahren im Wind sitzt. Schiefer ist wie eine Dame, die gut behandelt werden will. Und da braucht es sehr viel Gefühl beim Lochen, beim Zurichten, beim Befestigen. Seine Arbeit findet er einfach himmlisch. So ein System zu vervollkommen geht ja eigentlich gar nicht, weil es ist vollkommen. Das ist so. So wie sein Berufsethos. Seine Kundschaft schätzt das.
ist ja verrückt. Die Sonne scheint und fängt wieder an zu tröpfeln. Der Vater rechts, der Sohn links. Samuel bei einer neuen Spezialaufgabe. Ein Kamin letzten Endes ist wie eine Wandfläche. Ich tue eigentlich den Schiefer nur anbringen als Wetterschutz, sage ich mal. Hier kommt eigentlich, was das Wasser angeht oder Wetter angeht, kommt nicht viel hin. Etwa 8000 Schiefersteine passen auf ein solches Dach. Die meisten haben sie freihand zugerichtet. Das ist nichts von der Stange. Da muss man sich schon einen Kopf machen, wie macht man das. Und ja, da kann man sagen, es ist mehr als einfach nur eine Leistung. Da kommen viele Komponenten zusammen, wo ich sage, ja, ist Kunst. Wie die Gauben werden auch die Kamine mit Kehlsteinen verkleidet. Die Kehle muss ja in dem Fall an der Seitenfläche auch überstehen. Somit ist eigentlich schon vorgegeben, dass ich die Rückseite halt zuerst mache, die lasse ich überstehen, dann kommt die Seitenfläche, die steht dann da vorne über und zum Schluss halt die Vorderseite. Die Arbeit ist immer hart, manchmal besonders hart. Ja, das ist jetzt halt so ein Fall, ja, der macht dann nicht ganz so viel Spaß. Ich stehe halt quasi, will ich nicht ganz so deutlich sagen, in meiner eigenen SCH, ja. SCH, wie Schrott. Der Bruch, der beim Zurichten der Schiefersteine anfällt, landet an der tiefsten Stelle, meistens in der Dachrinne. Manfred Rosenkranz räumt auf. Das ist Schieferbruch. Zur Not können wir den auch in ein Gartenbeet reinbauen, wenn man das gerade so möchte. Aber das ist jetzt Schutt, kommt in den Schuttcontainer. Das liegt immer wieder an der Beschaffenheit des Daches. Hat man viele Anschlüsse, hat man viel Schutt. Hätte man jetzt hier 10 Kamine drin und noch mehr Gauben, dann erhöht sich der Schutt natürlich. Sie haben es beinahe geschafft. Der letzte Kamin bekommt noch seine Verkleidung. Das Werk ist fast vollendet. Fast. Nach 5 Wochen Bauzeit mitten im Westerwaldstädtchen Dahden kommt der finale Arbeitsgang. Der Dachdeckermeister muss noch ein letztes Mal ganz nach oben. Gleich wird er den sogenannten Schlussstein setzen. Das ist wie Silvester. Ja, wir sind am Ziel. Am Ziel wieder einmal. Ich habe von meiner Lehrzeit an quasi Baustellen-Tagebücher geführt. Und die sind zu Hause bei mir schön archiviert. Wenn Sie sagen, gucken Sie mal nach, was haben Sie 1982 am 3. Mai gemacht, könnte ich das nachschauen. Da könnte man auch rauskitzeln, wie viel Dächer ich unter mir hatte. Was würden Sie schätzen? Über 40 Jahre im Beruf. 1000. So, heute haben wir den 3., den 8., 2017 M. Rosenkranz. Und diese Steine kann man überall abnehmen, wenn die Dachdecker was auf sich halten. Machen Sie es rein. Man weiß automatisch das Herstellungsdatum des Daches.
Okay. Dieses ist der letzte Stein und er soll dem Bauherrn sein. So, das war's. 3 Tage später. Das Gerüst wurde abgebaut und der Blick auf das denkmalgeschützte Haus ist frei. Das Schieferstädtchen Daaden besitzt ein neues Juwel. Hier sind sie zwar in der Mehrheit, aber in ganz Deutschland werden pro Jahr nur 3–4% der Häuser mit Schiefer neu eingedeckt. Solche Schmuckdeckungen sind besonders selten geworden. Es ist der Tag der Endkontrolle. Samuel Rosenkrantz und sein Vater wollen sich das fertige Dach noch einmal ansehen. Bis auf die Wetterkapriolen ist auf der Baustelle alles glatt gelaufen. Das Einzige ist noch dazu gekommen, dass ich dem Bauherrn geraten habe, den Ortüberstand zu verbreitern, damit dieses ganze Bild des Daches auch in dem Bereich stärker wirkt und harmonischer wirkt. Und er hat das sofort verstanden, hat gesagt, jawohl, wir schieben das noch 15 cm an jeder Seite raus und man kann das jetzt beurteilen, es ist wirklich besser wie vorher. Von oben wollen die beiden auch noch mal drauf schauen. Weißt du was? Hey, da müssen wir noch mal hin. Siehst du? Ein bisschen drin, ja. Ja, da ist noch ein bisschen was. Sonst ist alles okay, sehe ich. Ja, mach noch ein bisschen höher. Da kann man das schön hier, das Teil hier drauf kriegen. Ah, mit der Sonne jetzt, das ist natürlich gut. Die Wellen im Dach rühren vom alten Dachstuhl her. Die Denkmalpflege machte die Auflage, den zu erhalten. Im gleißenden Licht entdecken sie das letzte bisschen Dreck. Die beiden Dachdeckermeister sind zufrieden mit dem Gesamtbild, die altdeutsche Deckung auf dem denkmalgeschützten Haus. Der Juniorbauherr hatte auch schon mal den Wunsch, das gerne gerade zu machen. Und die Denkmalpflege hat natürlich gesagt, nein, wir wollen, dass es so bleibt. Der Charakter dieses Daches ist das so, dass man das so wahrnimmt. Ja. Feedback hier aus dem Ort, sag ich mal. Die Leute reden natürlich, jeder kennt jeden hier. Und ja, ist im Gespräch, sag ich mal. Wir sind hier richtig im Mittelpunkt vom Dorf hier, von der Stadt mittlerweile ja. Ja, dann ist man automatisch im Gespräch. Und wenn man dann schön macht, ist man umso mehr im Gespräch. Die Königin unter den Deckarten ist extrem langlebig. Manche Dächer halten bis zu 200 Jahre lang. Das sind 6 Dachdeckergenerationen. Um stolz auf sein Werk zu sein, hat er heute keine Zeit. Manfred Rosenkrantz muss direkt weiter zur nächsten Baustelle.